Guten Tag, mein Name ist Susanne Graner. Ich leite die Sammlung und das Archiv am Vitra Design Museum und wir befinden uns gerade vor dem Vitra Schaudepot, was wir 2016 eröffnet haben. Und das ist der Ort, an dem wir seit dieser Zeit große Teile unserer Sammlung ausstellen. Wir sind nun im Inneren des Schaudepots und dieser Raum bietet ideale konservatorische Bedingungen für die Präsentation der tollsten und wertvollsten Stücke unserer Sammlung. Wir haben hier 400 Stücke ausgewählt aus ungefähr 7000 Objekten, die die Sammlung umfasst, und bilden mit diesen 400 Objekten die Geschichte des industriellen Möbeldesigns ab. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Sammlungsbestand vorstellen. Das ist unsere Sammlung an Buchholzmöbeln von Michael Thonet. Wir sehen hier in dieser Reihe, vor allen Dingen bei den ersten 5 Stühlen, sind es Modelle, die zwischen 1830 und 1855 entstanden sind. Und das berühmteste Modell aus dieser Serie ist sicherlich die sogenannte Nummer 14. Das ist der Konsumsessel, wie wir ihn hier sehen. Was macht diesen Stuhl so besonders? Neben seiner sehr außergewöhnlichen Gestaltung in dieser Zeit, die uns bis heute als unglaublich modern vorkommt und trotzdem sehr einfach und sehr schlicht ist es vor allen Dingen die preisgünstige Produktion. Er wurde deshalb als billiger Konsumsessel bezeichnet, ist zudem zerlegbar, sehr leicht und aus Buchenholz unter Zuhilfenahme einer neuen Technik hergestellt worden, der sogenannten Buchholztechnik. Das ist eine Technik, die von Michael Thonet erfunden wurde und die er 1856 zum Patent angemeldet hat. Und was ist das Besondere an dieser Technik? Das zeige ich euch hier. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Möbeldesigns, dass es gelingt, ein massives Stück Buchenholz in dem Fall in eine sehr außergewöhnliche Form zu biegen. Buchenholz eignet sich dafür besonders gut, weil es ein vergleichsweise hartes Holz ist, ein sehr feines Holz und natürlich in Europa zu diesem Zeitpunkt auch in ausreichenden Mengen vorhanden war. Wir haben ebenfalls bei uns in der Sammlung eine Biegeform von der Firma Thonet, an der man nochmal gut erkennen kann, wie dieses Prinzip des massiven Holzbiegens funktioniert. Man sieht hier ganz schön diesen Buchenrundstab, der gedämpft wird, also unter hoher Temperatur, Wasserdampf gedämpft wird, dadurch biegsam gemacht wird und dann in diese Form eingespannt wird, in dieser Form arretiert wird und in dieser Form trocknet. Dass Michael Thonet nicht sofort Erfolg hatte bei dem Versuch, massives Holz zu biegen, sieht man ganz wunderbar an den hier ausgestellten Stücken. Er hat so um 1930 angefangen, mit schichtverleimten, sozusagen laminierten Hölzern zu experimentieren. Seit 1830 experimentiert Michael Thonet mit dem Biegen von Holz und ein erstes Ergebnis seiner Arbeit war der sogenannte Bopparder Sessel, der so um 1836 wohl entstanden ist. Es ist ihm damals noch nicht gelungen, massives Holz zu biegen. Er hat stattdessen sehr dünne Schichten Holz genommen. Man kann sich das vielleicht hier ganz gut vorstellen, wenn man mehrere Schichten dünne Holzlagen übereinander legt und die einem heißen Dampf aussetzt, dass sie noch relativ flexibel sind und sich gut biegen lassen. Und dieses System hat er verwendet, um diese sehr expressiven Formen zu gestalten. Für diese erste Bopparder Serie nutzte er diese Holzlagen und Formen, in denen er in serieller Kleinproduktion diese Möbelteile herstellen konnte und sie dann zu diesem Stuhl zusammensetzte. Das sind natürlich noch Serien, die sehr, sehr kleinzahlig waren und eher einem sehr reichen Bürgertum oder den Adligen vorbehalten waren und noch nicht für die breite Masse gedacht waren. Was man hier schon ganz schön sieht an diesem zweiten Exemplar von 1850, den er schon in seiner Wiener Werkstatt gebaut hat, dass er hier immer noch diese Laminiertechnik verwendet. Man sieht noch sehr schön diese einzelnen Lagen, sehr dünne Holzlagen, die miteinander verleimt sind und dann die Form des Stuhls bilden, sowohl an der Rückenlehne als auch am Sitzrahmen. Und schaut man sich diesen Stuhl an, der ein bisschen später entstanden ist, dann gelingt es schon aus viel weniger Lagen, die Form
herauszuarbeiten. Und vor allen Dingen auch am Sitzring erkennt man hier schon ganz schön, dass es jetzt plötzlich nur noch 3 sehr viel dickere Schichten Holz sind, anstelle der vorher gesehenen viel dünneren und zahlreicheren Schichten. Also ab den beginnenden 1850er Jahren gelingt es ihm dann wirklich, massive Buchenstäbe so zu biegen, dass wirklich die Rückenlehne und die Beine ein durchgehendes Stück Holz sind. Dazu kommt ein Sitzring, die Vorderbeine, die entweder eingedreht oder zusätzlich verschraubt sind. Dieser Sitzring, dieser untere zur Versteifung, der ist auch etwas später hinzugekommen. Und was man hier auch noch ganz schön sieht, Thonet beginnt recht früh auch zum Schutz vor Plagiaten seine Möbel zu stempeln bzw. dann auch Aufkleber zu verwenden, die seine Produkte eindeutig identifizieren. Wir sind jetzt im Chaudépot Lab. Das ist ein Ausstellungsbereich, wo wir unseren Besuchern noch mehr Hintergrundwissen zu den Themen Technologie, Materialien und Designprozesse vermitteln wollen. Und hier sieht man auch ganz schön einen Buchholzstuhl an der Wand, dieser berühmte Kaffeehausstuhl, der in seine Einzelteile zerlegt wurde, wo man noch mal deutlicher das Konstruktionsprinzip sieht und auch erkennen kann, wie komplett zerlegbar und wie wenig Platz auch ein zerlegter Stuhl beansprucht hat. Also diese Stühle waren auch perfekt, um sie über ein weltweites Vertriebssystem in alle Länder und in alle Kontinente zu versenden und zu verkaufen. Um die Jahrhundertwende produzierte Michael Thonet in seinen verschiedenen Fabriken bis zu 1 Million Möbel pro Jahr. Das wissen wir auch ganz gut, weil er schon sehr früh angefangen hat, Kataloge, Plakate, Werbeblätter zu drucken und zu vertreiben und die weltweit zu vertreiben. Diese Kataloge befinden sich zum Teil auch bei uns im Archiv. Das Museum umfasst nicht nur eine große Sammlung an Möbeldesign, sondern hat auch ein umfangreiches Archiv zur Geschichte des Möbeldesigns mit zahlreichen Firmenkatalogen, dem sogenannten Firmenschriftentum. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich möchte euch jetzt, wie eben erwähnt, noch einmal eine kleine Auswahl an Firmenkatalogen der Firma Thonet zeigen, die sich bei uns im Archiv befinden. Hier ein Katalog aus dem Jahre 1879. Die Firma wurde so um 1850 gegründet. 1859 wurde das erste Faltblatt oder der erste Katalog entwickelt. Bereits kurze Zeit später waren es mehrseitige Kataloge, die sehr viel auch über die Firma selber erzählen, wo sich also Fabriken befinden, welche Niederlassungen es gibt. Und man sieht hier ganz schön auch, dass bereits sehr kurze Zeit nach der Gründung Thonet über ein weltweites Vertriebsnetz eigentlich für seine Modelle verfügte. Auf dem Kopf die Nummer 1, beziehungsweise hier die Nummer 14, der berühmteste Thonet-Stuhl und auch gut erkennbar in diesem Katalog immer der preisgünstigste der angebotenen Möbel. Was man auch erkennen kann, ist, dass sich innerhalb sehr kurzer Zeit die Produktpalette von Thonet sehr stark entwickelt hat. Also dass es von anfänglich wenigen Möbeln, vor allen Dingen Stühlen, dann sehr schnell alle Bereiche des neu erstarkten bürgerlichen Lebens umfasst und für jeden Bereich ein extra Möbel in verschiedenen Ausführungen gestaltet und produziert wird. Hier noch ein Katalog aus dem Jahre 1904, der, und man sieht, schon sehr viel umfangreicher gestaltet ist. Was hier besonders interessant ist, ist neben wieder den reinen Informationen zu den verschiedenen Verkaufshäusern, Werkstätten, Fabriken, auch bereits 1904 wie eine kleine Firmengeschichte im Katalog aufgeschrieben wird und die Geschichte des Michael Thonet und seiner Erfindungen bereits auf Seite 2 im Katalog ausführlich erklärt wird. Das Inhaltsverzeichnis ist deshalb auch so interessant, weil es uns viele Hinweise gibt, welche verschiedenen Typen und Materialien Thonet zu dieser Zeit verwendet hat. Es gibt Informationen zu Konstruktionsweisen,
zu den verschiedenen erhältlichen Sitzen und dann natürlich wieder die Übersicht über alle verfügbaren Produkte. Auch ein sehr schönes Exemplar aus unserem Archiv ist ein Tonet-Katalog aus dem Jahre 1906, diesmal von der Niederlassung in New York. Und neben den ausführlichen Produktinformationen finden sich viele darüber hinausgehende Informationen, zum Beispiel über die Art und Weise der Herstellung der Möbel. Man sieht hier ganz schön, dass es doch noch sehr, sehr viel Handarbeit ist und im weitesten Sinne von so einer frühindustriellen Produktion gesprochen werden kann. Aber es gibt auch Interieuraufnahmen, die zeigen, wie diese Möbel eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden sollen. Und das reicht von öffentlichen Räumen bis hin zu den privaten Räumen des Bürgertums. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Thematik der Buchholzmöbel. Wer sich darüber hinaus für das Thema interessiert und noch genaueres zu den Objekten wissen möchte, sei herzlich eingeladen, unsere Sammlung online zu besuchen. Und wer es noch genauer wissen möchte, der Atlas des Möbeldesigns ist seit November letzten Jahres im Handel. Und speziell zum Thema Buchholzmöbel gibt es viele Hintergrundinformationen über die Geschichte des Unternehmens, über die verschiedenen Produktionsstandorte, über die Menge der produzierten Möbel und vieles mehr.